So, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und heute möchte ich euch ein Tool vorstellen, mit dem ihr 3D-Animationen bzw. 3D-Modelle erstellen könnt, die ihr dann in eure Games oder sonstiges einbinden könnt oder mit Blender als richtige Figur darstellen könnt. Blender ist dann wieder eine andere Software, aber die würde man dann benutzen, um die Figur, die Optik zu verpassen und ein Video mit Background zu erstellen. Darauf gehe ich aber in diesem Video nicht ein. Und was wir uns dort anschauen, ist Vita 3D. Das ermöglicht uns, normale Bilder in 3D umzuwandeln, Texturen dazu zu erstellen, dass wir sehen, wie es aussieht. Die Bewegungen brauchen einen Knochenbau, das ist das Rigging. Und dann die Animationen, beziehungsweise wir können die Animation capturen lassen. Eine Kampfszene aus einem Bruce Lee-Film. Was fällt uns denn dann noch ein? Siegfried, wie er den Drachen erlegt, wenn ihr die gnädigste Prinzessin ein bisschen beeindrucken wollt. Da könnt ihr dann Bewegungen einer Figur capturen. Das ist die Motion, das ist dann die Animation. Und das sind dann hier so Animationsgeschichten. Das ist zum Beispiel eine Animation, die habe ich erstellt. Die zeigte mir an, die kann ich jetzt für jeden Charakter auch auswählen. Dann habe ich sie nur als Skelett eigentlich mal erstellt. Das ist ein Mädchen, das sitzt an einem chinesischen Instrument und spielt da, im Vergleich würde man sagen, Xylophon bei euch in Deutschland. Das weiß nicht, wie das hier auf Chinesisch heißt. Wahrscheinlich könnte ich das Wort eh nicht aussprechen, aber das ist ja auch nicht wichtig hier. Diese ganzen Dinge können wir alle mal ganz kurz zusammen durchgehen. Ich zeige euch das kurz mal an ein paar Beispielen auch, die ich erstellt habe. Ich habe also schon sehr viel damit rumgespielt. Ich gehe mal ganz kurz hier unter Textures. Also ihr seht, ich habe hier einen Fred Feuerstein drin, die verschiedenen Schritte der Erstellung, damit ihr mal einen Überblick habt. Dann habe ich das mit der Mickey Maus versucht. Die funktioniert allerdings witzigerweise nicht. Die lässt sich nicht bewegen. Die kann ich nicht bedienen. Das funktioniert wohl irgendwie nicht. Da seht ihr auch, da waren Errors drin. Da gibt es auch Sachen, die konnte er nicht machen mit der Mickey Maus. Da ist das Bild wahrscheinlich irgendwie ein bisschen buggy gewesen. Und es ist die Sache mit der Klavierspielerin und dann gibt es hier nochmal mich mit dem Transformer zusammen. Da habe ich mich auch noch ein bisschen mit rumgespielt. Da funktioniert aber die Motion natürlich auch nicht, weil es zwei Objekte hintereinander sind. Das ist also eine Schattenfigur, da steigt er aus. Das kann er gar nicht. Was er wirklich kann, wir machen das jetzt erst einmal mit Fred Feuerstein. Das ist so ein Charakter, der ist einfach. Als erstes würden wir quasi das Modding nehmen. Dann Image to 3D. Da gibt es ja noch Scribble to 3D. Das ist je nachdem, was ihr dann habt. Ne? Das ist, was du dafür am besten hernimmst. Und hier bei der Qualität musst du dann auch entscheiden, nimmst du Ultra Quality jetzt hier für die Vorschau im Programm oder nicht. Sonst schaut es manchmal vielleicht ein bisschen schräg aus. Ich bin immer auf Default geblieben. Ich bleibe bei ein bisschen schräg. Gehen wir mal auf Fotos. Holen wir uns mal den Fred Feuerstein hier rein. Fred Feuerstein ist hier geladen und jetzt würde ich hier auf Generate gehen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Dann, wir machen jetzt erst die Phase fertig. Auf Generate gehen. Und dann würdet ihr dieses bekommen hier. Ne? Das ist hier das Generating. Das ist auch das Symbol, das habe ich schon abgeschlossen. Und das lade ich jetzt einfach mal. Also ich gehe jetzt nicht auf Generate, sondern ich lade das Fertige schon. Das spart uns einfach die Zeit und das Schneiden, alles, was ihr gar nicht braucht. Das überspringen wir einfach nur hiermit jetzt mal ganz kurz. Ihr seht, ihr braucht zum Laden schon relativ lang. Wie gesagt, wir reden hier über 3D-Objekte, nicht über ganz normale Fotos oder sowas. Wir reden hier richtig über 3D-Sachen. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das sind Vektorgrafiken und das zeige ich euch auch gleich. So, da ist unser Fred Feuerstein als reine 3D-Darstellung jetzt halt einmal. Wir können ihn mal kurz drehen. Ihr seht, das schaut wirklich gut aus. Der Herr Feuerstein in 3D. Du kannst ja noch ein bisschen ranzoomen. Freche Lache. Was sonst. Das wäre der erste Schritt, den ihr machen müsst. Und damit er jetzt natürlich ein bisschen Aussehen bekommt, der gute Junge, weil so ist er ein bisschen blass, finde ich, machen wir ein bisschen Farbe dazu. Das heißt, ihr könnt jetzt natürlich irgendein anderes Bild nehmen, dann könnt ihr sehr interessante Farbmuster rauskriegen. Kann ich euch gleich mal die Mickey Maus zeigen noch einmal. Die schaut da etwas lustiger aus. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt mit dem Programm, wo ich jetzt hier rumgespielt habe, muss ich ehrlich sagen.
Allein von den Ergebnissen her und so. Ich könnte jetzt auch die Mickey Mouse als Capture nehmen. Und ihr seht auch, ich habe hier mit den Fotos, wo ich für mich gearbeitet habe, natürlich auch nochmal Fotos gemacht, die dann sauber zu verarbeiten, habe ich dann alles hier mit KI bearbeitet, dass die Hintergründe raus sind, aber es ist alles Thema für sich. Wie gesagt, man kann hier sehr, sehr viel Zeit zubringen. Ne? So, jetzt hätte ich hier Textury geladen und jetzt würde ich hier natürlich wieder auf Generate gehen. Das wird dann natürlich ein bisschen dauern. Ich lade jetzt Capture automatisch mal hier aus meiner Bibliothek raus. Kannst natürlich hier noch einstellen, Remove Background. Wobei ich sagen muss, da habe ich irgendwie das Gefühl, da ändert sich gar nichts bei dem Switch. Es bleibt so oder so irgendwie das gleiche. Aber das ist okay. Wir sind ja nicht wählerisch. Wir könnten jetzt Fred Feuerstein natürlich hier so ein Example-Foto mal hernehmen und hier so ein richtig pfiffiges Superman-Kostüm draufklatschen oder Iron Man könnte das auch sein. Ja, gute Frage. So, da ist unser Fred Feuerstein jetzt mal in 3D mit Texturis, Entschuldigung. Und so wird das ausschauen. Und den können wir uns dann natürlich auch mal drehen. Also von hinten und vorne. Da ist also schon ein bisschen was zu sehen, dass das ein ganz schöner Junge ist. Ich kann ihn auch von oben ankicken. Sitzen die Haare nicht so gut. Na, gucken wir mal nach, ob die Fußnägel geschnitten hat. Na, da kommen wir nicht so nah hin. Doch, da kommen wir hin. Da ein bisschen ranzoomen. Fußnägel geschnitten, sieht man nicht. Gut, hat keine Fußnägel, der Junge. Alles gut. So, wenn wir das haben, dann haben wir jetzt Texturing. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wir brauchen Knochen. Knochen müsst ihr euch so vorstellen, das nennt sich Rigging. Ihr habt eine Schulter. Drehen wir mal den Jungen wieder nach vorne. Du hast hier ein Schultergelenk auf beiden Seiten, du hast hier einen Ellenbogen hier und du hast hier ein Handgelenk. Das sind die Knochen, das ist auch das, was hier ist. Ne? Das ist Rigging. Das gleiche hast du bei den Beinen, du hast die Hüfte, das Knie, Fußgelenk, Zehengelenke und so weiter. Das ist alles, das ist natürlich auch in den Fingern, ne? Riggen, also das Skelett quasi. So, dann kannst du das hier riggen lassen, Auto-Rigging. Ich lade jetzt das wieder aus meiner Datenbank hoch, das Rigging, da ich das schon gemacht habe, weil es sonst zu lange dauern würde alles. Allein das Laden dauert schon wieder gut genug. Aber nein, gut, dann kann ich noch ein bisschen schwätzen. Da seht ihr nochmal die Mickey Mouse. Die Mickey Mouse in der Version hat kein Mensch. Ich kann die nachher mal aufrufen zum Laden. Die ist wirklich knifflig. Schaut sehr eigenartig aus, aber irgendwie nicht schlecht. Nur schade, dass bei ihr die Bewegungen, also die Animation nicht funktioniert. Das ist das Einzige, was schade ist. Hätte mich interessiert, wie das bei ihr ausgesehen hätte. Gut, 95%, wir sind gleich durch. So, jetzt ist unser Rigging abgeschlossen. Gut, ich gehe jetzt mal hier direkt auf Animationen. Und hier kann ich jetzt meinen Fred Feuerstein ein bisschen was tun lassen. Viel ist es nicht. Was auf jeden Fall kann, ist hier mal so ein bisschen locker danceln. Und hier mal kurz hinknien, wieder hoch. Dann das aufheben und schmeißen. Ein bisschen winken, winky winky. Schaut ein bisschen aus als ein Dachschaden, aber na okay, gut, lassen wir das mal so gelten. Und wir können ihn laufen lassen. Dann Mocap. Mocap, da seht ihr auch schon, ich habe hier mal ein bisschen was geladen auch. Da ist jetzt ein Video hinterlegt, das seht ihr auch hier im Hintergrund, das ist aus dem Restaurant. Und hier sitzt hinter dem Clone sitzt ein chinesisches Mädchen, die hier auf diesem chinesischen Instrument so eine Mischung aus Xylophon und Harfe rumzupft und als man steckt mit ein Hämmerchen drauf. Ganz schöne Musik macht. Und da sieht man eigentlich, dass diese Figur jetzt genau die Animation ausführt oder die Bewegungen ausführt, die diese Frau auch macht. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier so ein Shadow-Video. Da will ich noch was laufen.
So, hast du gesehen, der Clone, der 3D-Clone hier, der bewegt sich exakt so, wie die Frau, die das Instrument spielt, die wir jetzt aber leider nicht sehen, weil das jetzt im Hintergrund ist. Das Mädchen also hinter der Figur. Was ihr jetzt von diesem Programm nicht erwarten dürft. Hier Render Video und dann ist das Mädchen hier ausgetauscht. Nein, das ist nicht der Fall. Also ich habe das schon runtergeladen, das funktioniert so nicht. Du bekommst hier diesen Clone, die Bewegung, den kannst du dir erstellen lassen, diesen Clone, und zwar als Weibchen. Das ist dieses mit diesem X-Bot, Y-Bot. Ah, das sind die Y-Chromosome und die X-Chromosome. Oder wir machen das Dings da, also den Toaster. Haben wir den Schmarrn auch mal wieder weiter. Wir machen nur Skelett. Das wäre dieses Skelettischen. Das ist auch das. Ich habe dieses Video hier mit Render Video erstellen lassen als X-Bot. Was ist meine Maus schon wieder? Hier. Deshalb hat das Mädchen hier auch Böbbe. Ne? Hätte ich das jetzt hier als solches erstellen lassen, wäre es halt ein Schritt etwas größer. So viel zum Thema dazu, also X und Y-Chromosome, um es einfach auszudrücken, männlich, weiblich, Toaster. Ne? Weiblich, männlich, Toaster. Genau. Und dieses Ergebnis, was ihr da runtergeladen habt, könnt ihr dann mit Blender zu einem anständigen Video verarbeiten. Da könnt ihr dann Luke Skywalker gegen Darth Vader als Kampfszene hinterlegen und das dann richtig schön auch mit eurem Buddy und sonstiges Zeug machen. Das geht dann. Aber dafür braucht ihr dieses Objekt, dieses 3D-Objekt von diesem Charakter mit diesen Bewegungen, und diese Bewegungen in ein 3D-Video reinzuklatschen, ist halt schon eine Leistung. Nur wie gesagt, das fertige Video, das ihr dann irgendwo posten könnt, kriegt ihr hier nicht. Hier kriegt ihr nur die entsprechende Figur und die Animationen, also animierte Objektdateien, die du dann verwenden kannst, um sie ins Spiel einzubinden, mit Blender zu bearbeiten, Videos zu erstellen oder sonst irgendwas. Das musst du einfach so sehen. Dann nochmal, hier machen wir mal Assets. Assets sind jetzt die ganzen Arbeitsschritte und Dinge, die ich eigentlich alle schon mal gemacht habe. Ne, da ist das hier mit dem Transformer, das hat nicht so funktioniert. Man sieht das hier auch am Gesicht, an den Farben. Das schaut ja alles ein bisschen cartoonmäßig aus, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich alleine hat natürlich wieder super funktioniert. Na, da haben wir die Struktur noch draufgelegt. Das seht ihr hier immer, das ist der Pinsel, ne? Das ist die Textur, das ist die Skeleton und das ist ja Motion. Und hier ist das definierte Video, was ich euch auch gerade vorhin gezeigt habe, wo die ganze Bewegung der Frau von der Klavierspielerin, von dieser Musikinstrumentenspielerin einfach noch einmal da ist. Ich hätte natürlich etwas mit mehr Bewegung nehmen können, aber sei es drum, habe halt das genommen. Dann gibt es diese Figur nochmal hier als Bewegung, nicht als Video. Dann habe ich mir irgendwie aus Versehen auf Spider-Man gedrückt, das ist irgendwie was anderes, den schneiden wir raus. Und dann haben wir hier noch zu gut Deutsch unsere Weltraum-Mickey Maus, wo wir die Katze auf dem Mond suchen. Und wie gesagt, hier kannst du dir jeden Schritt runterladen, über hier, ne, verklickt. Wenn du dir auf diese 3 Punkte gehst, kannst du es verdoppeln, umbenennen, kannst es zum Folder bewegen, kannst es downloaden. Downloaden wäre dann das, was du einbinden kannst und weiterverarbeiten kannst. So, das ist eigentlich das Ganze, was es zu diesem Programm zu sagen gibt. Also du erstellst hier keine 3D-Videoclips, sondern du erstellst 3D-Objekte. Objekte, die du dann irgendwo animiert weiter benutzen kannst. Also quasi das, was du hier siehst, das exportierst du, das wird dann in einem anderen Video verarbeitet. Wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann noch rein informativ, dies ist keine bezahlte Werbung, beinhaltet keine Werbung und ich habe auch keine Kooperationsverträge und bekomme nichts dafür, dass ich dieses Video erstellt habe. Es sind einfach bloß meine Erfahrungen und Dinge, die ich euch zeigen möchte. Wenn du diesen Kanal allerdings unterstützen möchtest, weil dir gefällt, was ich hier tue, dann kannst du dies gern tun. Spendenlinks findest du unten am Ende der Videobeschreibung. Solltest du weitergehende Probleme mit deinem PC, mit deinem Computer, mit deinem Netzwerk
haben. Das betrifft Mac, Betriebssysteme Windows und Linux. Dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 Euro die Stunde. Ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken, Ösen und Abo. Einfach Auftrag gegen Rechnung und gut ist das. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.